Mahlzeit und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Dieses Video ist ein Ergänzungsvideo zu dem unten verlinkten Film zum Thema Grundig 4004W UKW. Da gibt es noch einige Messungen, die ich da noch nicht gezeigt habe, und das wollte ich jetzt im Rahmen dieses kurzen Videos einfach nachholen. Wenn ihr das Hauptvideo sehen wollt, findet ihr das in der Verlinkung unten in der Videobeschreibung. In dem Hauptvideo hatten wir uns ja ein Bild vom Zustand der ECF12 machen wollen. Und da haben wir einfach die Strommessung gemacht, die indirekte Strommessung, sprich wir haben den Spannungsfall über diesen Widerstand gemessen und über diesen Widerstand. Das gibt uns Auskunft über den Strom, der hier in den Pentodenteil der Röhre fließt. Was wir nicht betrachtet hatten, das war der Strom, der durch die Triode fließt. Der ist ja auch Teil der UKW-Schaltung, und das wollte ich jetzt hier mal nachholen. Eine zweite Möglichkeit, den Zustand dieser Schaltung oder dieser Röhre zu beurteilen, wäre, das gesamte Radio mit Unterspannung zu betreiben. Bei den früher üblichen 220 Volt gab es auch dort ja Toleranzen in der Netzspannung, und das musste natürlich im Design des Radios vorgesehen werden, dass das Radio auch arbeitet mit der kleinsten möglichen Spannung. Das heißt, man nimmt jetzt einfach den Stelltrafo und reduziert mal die Netzspannung und schaut mal, ob dann das Radio oder der Oszillator im UKW-Teil auch bei der niedrigeren Spannung sicher anschwingt. Das werden wir auch mal ausprobieren. Bevor wir den Unterspannungstest jetzt gleich machen, muss ich vielleicht noch kurz was zu meinem Radio hier erklären. Und zwar betreibe ich das Radio in der Stellung 240 Volt, weil unsere Netzspannung ist immer so zwischen 225 und 230 Volt, sodass die Heizspannung immer etwas niedriger ist als die 6,3 Volt. Also ist so um die 6 Volt drumherum, was ich so bisher hier gesehen habe. Das ist okay. Und dafür habe ich eben keinen Vorwiderstand nach dem Gleichrichter hier. Der Gleichrichter ist ausgetauscht, und normalerweise gibt es diesen 100 Ohm Vorwiderstand in der Gleichspannungsversorgung nicht. So, das habe ich jetzt mal aber eingebaut, damit ich weitestgehend mit den Spannungen arbeiten kann, wie sie im Schaltplan eingestellt sind. So, das heißt jetzt konkret in meinem Fall, das Radio habe ich jetzt umgestellt auf 220 Volt. Ich habe auch die Netzspannung eingestellt auf 220 Volt. Daraus ergibt sich eine Heizspannung von 6,4 Volt momentan. Und mit dem Vorwiderstand hier habe ich eine Betriebsspannung von 253 Volt nach dem Gleichrichter, habe ich hier gemessen. So ist das ungefähr so wie im Schaltplan. Der Schaltplan sagt 257 Volt bei Mittelwelle 2, aber gut, so genau kriege ich es jetzt nicht hin. Soll auch, glaube ich, nicht so das Problem sein. Also das ist nur temporär, das mache ich nachher wieder raus. Was vielleicht auch noch relevant sein könnte, ist, ich habe die Heizspannung hier gemessen, und zwar an der Endstufenröhre. Die hat den größten Heizstrombedarf, denke ich mal. Insofern, wenn man was vergleichen will, was die Heizspannung angeht, dann sollte man sicherlich den gleichen Punkt nehmen. So, wie gesagt, 6,4 Volt an dieser Stelle bei eingestellten 220 Volt Netzspannung. Also ich habe jetzt mal das Radio umgestellt auf UKW. Wie man hier sieht, ist meine da. UKW ist jetzt gedrückt. Die Gleichspannung am Gleichrichter ist jetzt 247 Volt. Netzspannung ist 220 Volt. So, ne? So, jetzt werde ich mal die Netzspannung reduzieren bei laufendem Radio. Und dann gucken wir mal, ab wann der Oszillator dann aussetzt. Wir beobachten dabei immer die Betriebsspannung, die an dem Lade-Elko anliegt, weil das ist ja für das gesamte Gerät nachher relevant und somit auch die Betriebsspannung für den Oszillator. Ich mache das in 10 Volt Schritten einfach, das heißt, jetzt bin ich bei 210,
200, 150 Volt Netzspannung. Jetzt hören wir einfach mal auf. Ich denke, das macht jetzt nicht viel weiter Sinn, weil ja, so eine niedrige Netzspannung wird man nicht haben. Aber jetzt muss man eines beachten. Das Radio spielt, der Oszillator schwingt. Der Punkt ist jetzt eigentlich nicht, wann die Schwingung jetzt abreißt, sondern wenn man das Radio einschaltet, wann die Schwingungen des Oszillators einsetzen. Und da ist jetzt die Frage, wenn ich das Radio jetzt ausschalte bei 150 Volt und dann abkühlen lasse und wieder einschalte, ob der Oszillator auch wieder anfängt zu arbeiten. Das ist viel relevanter. Das probieren wir jetzt mal aus. So, das Radio war jetzt ungefähr 5 Minuten ausgeschaltet. Die Röhren sind weitestgehend abgekühlt und ich habe jetzt mal wieder die 150 Volt Netzspannung von eben, habe ich mal stehen lassen. Und jetzt wollen wir mal einschalten und mal gucken, ob wir was auf UKW hören. So, was wir jetzt hier wieder sehen, ist die Betriebsspannung hinter dem Gleichrichter, also direkt am Lade-Elko gemessen. Und ich werde jetzt das Radio mal einschalten. Dann gucken wir, was kommt. Ich drehe mal die Lautstärke Poti mal ganz auf. Und dann schauen wir mal, ob wir wenigstens das Rauschen gleich noch hören. Vielleicht sogar einen Sender. Immer irgendwo auf der Welt Krieg herrscht. Menschen kämpfen gegeneinander. Und das bedeutet auch, dass andere, die vielleicht gar nicht kämpfen wollen, darunter leiden. Also, das Radio spielt sehr verzerrt bei 150 Volt. Die Leistungsaufnahme ist statt der 50 Watt, ist auch nur 15 Watt. Aber UKW spielt, das heißt also, der Oszillator arbeitet selbst bei 150 Volt Betriebsspannung, also 150 Volt Netzspannung und 185 Volt am Ladegleichrichter. Jetzt machen wir mal 110. So, das ist jetzt halbe Betriebsspannung. Ich meine, weniger macht nun wirklich nicht Sinn. Aber das Radio spielt immer noch. Sehr leise, aber immerhin. Jetzt ziehe ich den Stecker nochmal. Dann warten wir noch mal ein paar Minuten, stecken es nochmal ein. Und wenn das nicht reicht, ja, dann weiß ich auch nicht. So, ich habe es jetzt mal nicht ganz so lange abkühlen lassen, weil, ja, war eh nicht richtig durchgeheizt. Ich stecke jetzt, die 110 Volt Netzspannung sind nochmal eingestellt. Ich stecke jetzt wieder ein. Und jetzt will ich mal gucken, ob denn da doch noch ein Ton rauskommt. So, Lautstärke-Einsteller ist wieder voll aufgedreht. Leistungsaufnahme ist keine 10 Watt bis jetzt. Na, wenn das mal nicht ein Sparmodell ist, Radio nur mit halber Betriebsspannung betreiben. Aber erstmal gucken, ob überhaupt noch was rauskommt. Dann drehe ich es jetzt mal wieder auf. Mache ich mal auf 120 Volt Netzspannung. So, mal ein bisschen warten. Ob jetzt hier, also ich habe immer noch jetzt an der Kathode angeschlossen. Wenn jetzt die Röhre anfängt zu heizen, sollte hier irgendeine Spannung sich einstellen. Ah, da kommt was. Wir gehen dem Ganzen noch gleich genauer auf die Spur, wie es die Taube geschafft hat, so ein Zeichen für Frieden zu werden. Ja. Jetzt hören wir wieder was. Also bei 120 Volt fängt es dann scheinbar so langsam an. Und bei 120 Volt geht auch da dran schon, verdammt. So. So. Also jetzt spielt das Radio wieder. Bei 120 Volt Netzspannung, 150 Volt Betriebsspannung. Oszillator läuft. Also ich denke mal, als Vergleich reicht das jetzt nun wirklich aus. Jetzt wollte ich noch einmal die Strommessung zeigen. Und dafür habe ich das Radio wieder zurückgebaut. Und zwar habe ich den Widerstand wieder entfernt und die Netzspannung auf meine 225 Volt eingestellt
und den Umschalter auf 240 Volt. Also das ist jetzt der Zustand wie in dem Hauptvideo eigentlich auch. Hier nochmal jetzt ein Blick in den Schaltplan. Es geht um diese Triode, die hier drin ist, von der ECF12, und der Anodenstrom, der fließt hier nicht drüber, weil da ist ja Kondensator, der koppelt das ab, sondern der fließt über diesen Zweig, über das Auskoppelfilter. Da kommen ja hier die ZF, kommt ja hier raus, haben wir ja im ersten Teil gesehen. Über diesen 20 Kiloohm Vorwiderstand kommt von der Betriebsspannung. Auch hier ist wieder ein Umschalter drin. Dieser Umschalter schaltet den UKW-Tuner ein und aus. Ist übrigens auch eine Möglichkeit, die da für Probleme sorgen kann. Also bei Nicht-UKW wird auch hier die Spannung weggeschaltet. Wenn das Ding nicht richtig schaltet, aus welchen Gründen auch immer, kann es auch da ja, zum Schweigen des UKW-Teils kommen. Wenn ich jetzt gerade nochmal, wollte ich gar nicht so zeigen, aber hier oben ist nochmal eine Kontaktreihe. Auch da ist das gleiche. Jetzt gucke ich mal eben, was das ist. 4 und 5. Das ist 4,2 und 5,2. Das ist die TA-Taste. Das heißt, wenn ich die Tonabnehmer-Taste drücke, wird das hier geöffnet. Schaltet ja auch das UKW-Teil ab. Also 2 weitere Möglichkeiten, die dann Probleme machen könnten. Gerade dann, wenn man an dem Tastensatz gearbeitet hat. Nicht wahr? So, wir wollten aber eine Strommessung machen. Wir nehmen einfach den 20 Kiloohm Widerstand, machen das gleiche, wie wir hier oben auch gemacht haben. Messen mal, wie viel Spannung da eigentlich abfällt. So, den Widerstand, den finden wir hier. Da ist er. Da sieht man auch die rote Leitung, die geht dann hier in den Tastensatz rein. Und zwar dahin. Wird also einmal hier die Betriebsspannung geschaltet. Das ist der UKW-Schieber hier. Und da schaltet man auch das ist der Kontakt, den wir eben gesehen haben im Schaltplan. So, jetzt gucken wir uns den Widerstand mal an und messen mal, wie viel Spannung da jetzt abfällt. Das Radio spielt auf UKW. Ist ein Sender eingestellt. Und wir haben hier, ich habe jetzt hier oben die Messstrippe dran gegen Masse. Einmal zeigen. Sind jetzt 215 Volt, die hier am Eingang des Widerstandes anliegen. Jetzt nehme ich die Messstrippe ab, die andere Seite, und messe dann auf der anderen Seite des Widerstandes. So, zeige ich nochmal. Das heißt, über dem Widerstand fallen ab 111 Volt. Schnapszahl. Yeah, wer gibt einen aus? Und jetzt muss ich mal wieder den freundlichen Taschenrechner bedienen. Eins dividiert durch 20. 5,5 Milliampere fließen durch diesen Widerstand jetzt durch. Ja, einen Sollwert haben wir hier nicht. Das heißt, wenn jemand das vergleichen möchte, kann er ja diesen Strom einfach mal mit seiner Schaltung vergleichen. Gucken, ob es denn hilft. So, und damit das klar ist, habe ich jetzt mal auf Widerstandsmessung umgeschaltet. Und mein 20 Kiloohm Widerstand hat auch 20 Kiloohm. Das heißt also, der Stromwert, den ich da gerade angegeben habe, stimmt also soweit. So, bei der Gelegenheit habe ich auch noch mal den Anodenwiderstand an der Pentode gemessen. Ihr erinnert euch, haben wir gestern gehabt. Das ist dieses Ding hier unten in dem Schlauch da drin. Laut Plan 130 Ohm. Ja, 127 Ohm. Also das passt doch eigentlich ganz gut, ne? So, und hier kann man noch den 80 Kiloohm Widerstand messen. Das ist der Schirmgittervorwiderstand der Pentode. So, Sollwert ist 80 Kiloohm, Istwert ist ja, 82 Kiloohm. Also auch noch durchaus in der Toleranz. Nochmal, um das klar zu machen, der 80 Kiloohm Widerstand, das war dieser hier. Und den 130er, den wir eben gemessen haben, das war dieser hier. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ihr könnt auch unten auf den Knopf drücken und dann erfahrt ihr sofort, wenn ich wieder mal was Neues hochlade. Bis demnächst.